Mein Name ist Gerrit Bode. Ich bin bei Edifion im Engineering tätig und arbeite hier an unseren Produkten Controls und Analytics und im Bereich der KI-Assistenten. Für uns ist Analytics der erste Schritt, um zu sehen, was in einem Gebäude falsch läuft und wo es Optimierungspotenziale gibt, denn diese Optimierungspotenziale sind der Schlüssel für einen effizienten Gebäudebetrieb. In unserem Edifion Produktportfolio nimmt Analytics einen ganz besonderen Platz ein. Nachdem wir mit dem Produkt I/O die Daten aus dem Gebäude in unsere Plattform gebracht haben, ist Analytics für uns der erste Schritt, um diese Daten zu strukturieren und erste Erkenntnisse im Gebäudebetrieb zu gewinnen, bevor wir dann mit dem Produkt Controls weitermachen und tatsächlich aktiv in die Gebäuderegelung eingreifen. In unserem Produkt Dynamics können wir dann durch diese Regelungseingriffe tatsächlich am Strommarkt teilnehmen und aktiv auf die Gegebenheiten reagieren. Immer mit dabei ist Elevate, wo unsere Mitarbeiter tatkräftig zur Seite stehen, sowie optional Engineering für individuelle Entwicklungslösungen. Jetzt wollen wir uns aber das Produkt Analytics genauer anschauen. Gebäude erzeugen sehr, sehr viele Daten, die wir mit unserem Produkt I/O in die Cloud bringen. Daten sind aber natürlich kein Selbstzweck, sondern wir müssen in diesen Daten erhaltene Erkenntnisse auch sichtbar machen und nutzbar machen. Dafür kommt unser Produkt Analytics zum Einsatz. Wir strukturieren hier die Daten zu einem digitalen Zwilling des Gebäudes, auf dem wir dann automatisiert Betriebsoptimierungen und Betriebsanalysen ausführen können. So sehen wir, ohne jeden Datenpunkt einzeln angucken zu müssen, was im Gebäude falsch läuft, wo die Ineffizienzen sind und generieren automatisch Handlungsempfehlungen, wie wir sie beheben können. Dadurch können wir den Betrieb des Gebäudes verbessern, verbrauchen weniger Energie, stoßen weniger CO2 aus und sorgen für ein besseres Raumklima in den Gebäuden. Wir können außerdem verhindern, dass Fehler in Gebäuden unbemerkt bleiben oder können früher auf Fehler reagieren und auch so wieder Kosten einsparen. Durch unsere automatisierten Handlungsempfehlungen können die Betreiber im Gebäude sofort reagieren und direkt im Gebäudebetrieb eingreifen. Das funktioniert meistens ohne größere Kapitalinvestitionen, also nur durch OPEX, ohne den Einsatz von CAPEX. Wie funktioniert Analytics jetzt technisch und was passiert Schritt für Schritt? Zuerst kommen die Daten aus dem Gebäude bei uns auf der Cloud-Plattform an. Dort wird für jeden Datenpunkt, den wir im Gebäude vorfinden, eine eigene Zeitreihe gespeichert. Das heißt, jede Änderung wird bei uns auch nachgehalten. Diesen riesigen Berg an Daten müssen wir jetzt natürlich strukturieren. Dafür kommen unsere Komponentenmodelle zum Einsatz. Komponentenmodelle sind bei uns abstrahierte Versionen von tatsächlichen Geräten im Gebäude. So werden zum Beispiel alle Wärmepumpen von verschiedenen Herstellern als ein Modell Wärmepumpe zusammengefasst. Dieses Modell Wärmepumpe hat verschiedene Eingänge und Ausgänge, Pins genannt, auf denen wir dann diese Datenpunkte zuweisen. Wir können also einen besonderen Datenpunkt, den wir im Feld aufnehmen, dem Pin Vorlauftemperatur der Komponente Wärmepumpe zuweisen und wissen so im System jederzeit, das ist die Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe und da die Komponenten benannt sind, welcher Wärmepumpe dieser Datenpunkt gehört. Wenn wir das vollständig durchgeführt haben, haben wir einen digitalen Zwilling des Gebäudes, haben also vollständig verpinnte Komponenten, die alle Daten enthalten, die wir im Gebäude aufnehmen und in einer Struktur abgebildet haben. Diesen Strukturen können wir natürlich weitere Metadaten zuweisen, wie Attribute, Leistungswerte, Fahrpläne, aber auch beliebige andere Daten oder Tags. Wenn der digitale Zwilling erstmal erstellt ist, ist das Erstellen der Analysen ganz einfach. Sie lassen sich per Knopfdruck einschalten. Dann werden automatisch im Hintergrund auf dem Server, in der Regel wöchentlich, verschiedene KPIs berechnet, die dann anhand unserer Wissensdatenbank über eine Decision Engine bewertet werden. Aus diesen Analyseergebnissen generieren wir dann konkrete Handlungsempfehlungen, die sich direkt im Gebäude umsetzen lassen. Ein häufiges Beispiel, das uns in der Praxis begegnet, sind Fahrpläne von Lüftungsanlagen. Dort werden Anlagen nicht so betrieben, wie sie es eigentlich müssten. Wenn ein Gebäude zum Beispiel Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr hat, dann braucht die Lüftungsanlage nicht die ganze Nacht laufen. Das ist aber oft der Fall, da die Gebäude nicht richtig eingerichtet werden. Mit Analytics können wir dann eine konkrete Handlungsempfehlung generieren, sodass der Betreiber den Fahrplan entsprechend der Gebäudeöffnungszeiten anpassen kann. Die echte Verbesserung durch Analytics entsteht dann, wenn der Betreiber die Handlungsempfehlungen auch umsetzt, wenn er also das Ergebnis der Analyse nimmt und im Gebäude tatsächlich die entsprechenden Änderungen an Fahrplänen, an Reglerparametern umsetzt oder die Fehler, die wir gefunden haben, auch wirklich behebt. Analytics ist für uns die Taschenlampe, die auf das Problem zeigt und der Betreiber muss das Problem dann nur noch lösen. Für Gebäudebetreiber bedeutet der Einsatz von Analytics jederzeit den Überblick über das gesamte Gebäude und das Portfolio zu behalten. Durch den vollautomatisierten Einsatz von Analytics können wir auch die Betreibermannschaft entlasten.
sodass mehr Zeit für das Beheben der wirklich wichtigen Probleme bleibt. Natürlich kann man Analytics nicht nur auf einzelnen Gebäuden anwenden, sondern auch in komplexen oder dezentralen Portfolios. In einem Satz zusammengefasst ist Analytics ein Produkt zur automatisierten, transparenten und umsetzbaren Analyse im komplexen Gebäudebetrieb, um den Gebäudebetrieb effizienter und smarter zu machen.